Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Dijon, der Hauptstadt des Senf natürlich ganz zuallererst, aber die Stadt hat noch sehr viel mehr zu bieten. Und ich freue mich total drauf, heute einen ganzen Tag hier zu verbringen, die mittelalterlichen Gassen zu erkunden, alles, was mit dem Eulenpfad zu tun hat, das erkläre ich dann später noch, und natürlich auch ganz lecker zu essen. Dijon hat etwa 160.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des Departements Côte d'Or und gleichzeitig der ganzen Region Bourgogne-Franche-Comté. Die Innenstadt ist ganz hervorragend erhalten, also da gibt es noch viele mittelalterliche Gebäude, aber auch ganz prachtvolle frühneuzeitliche. Und vielleicht so als Fun Fact, man könnte noch unheimlich viel mehr erzählen, aber nur eine Sache: Gustave Eiffel, also der Erbauer des Eiffelturms in Paris, kommt ebenfalls aus Dijon. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder, and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell me. Plants don't grow. Man kann die Stadt ganz großartig auf dem sogenannten Eulenpfad erkunden. Der führt vorbei an den 22 wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum und ist benannt nach dem Maskottchen der Stadt. Wirklich mitten im Zentrum ist die berühmte Eulenskulptur. Und das heißt, dass man sie mit der linken Hand, also mit der Hand des Herzens, streichen soll und sich dabei was wünschen. Und dann geht der Wunsch natürlich auch in Erfüllung. Without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder, and let's enjoy the ride. Let's just live a life. Anything, anywhere, I don't really care, as long as I'm with you. Say something, don't be speechless, I'm sleepless, so alone in this stillness. Oh, I long for you, sweetness. Das Kunstmuseum ist eines der ältesten Museen von Frankreich und beherbergt Kunstwerke aus altägyptischer Zeit bis zum 20. Jahrhundert. Spannenderweise ist es im ehemaligen Palast der Herzöge von Burgund untergebracht, also auch mitten im Zentrum, und der Eintritt ist kostenlos. Das heißt, man kann einfach wirklich mal reingehen und sich da ein bisschen umschauen. Man muss auch gar nicht unbedingt so sehr lange bleiben und bekommt aber sehr schnell einen Eindruck davon, wie reich die Gegend gewesen ist. Also die Kunstwerke sind schon sehr, sehr qualitätvoll. Da sind hervorragende mittelalterliche Altäre zu sehen, ganz großartige Schnitzereien, tolle Gemälde, also wirklich alles sehr, sehr, sehr besonders.
Und im sogenannten Gardensaal, das ist der berühmteste Raum des Museums, befinden sich die Grabmäler der Herzöge des Burgund. Ganz konkret das Grabmal Philipps des Kühnen, der im 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts enorm wichtig war für die Entwicklung der Stadt. So, jetzt bin ich mal neugierig und schaue, was da eigentlich für ein Buch drin liegt. Oh, das ist Deutsch. Vielleicht nehme ich das sogar mal mit. So, wie mir meine Freundin Verena beigebracht hat, nehme ich jetzt ganz mutig den Plat du Jour, also das Tagesgericht. Ich weiß noch nicht so richtig, was es ist und bin mal gespannt, was da gleich auf dem Tisch steht. So, das ist es jetzt geworden. Auf alle Fälle viel Fleisch mit viel Senf. So, ich konnte jetzt nicht widerstehen und es darf was Neues mit in den Bus einziehen. Zum Schluss geht es dann natürlich auch noch in das berühmte Geschäft des Senfherstellers May. Also May ist wahrscheinlich der bekannteste Senf aus Dijon. Den gibt es ja auch in Deutschland durchaus im Supermarkt zu stehen.
Der Grund dafür ist allerdings nicht, dass der Senf so ganz besonders gut ist, leider, sondern dass er seit dem Jahr 2000 zum Nahrungsmittel-Multi Unilever gehört. Das heißt, ziemlich unromantisch, finde ich zumindest, ist Mai überhaupt nicht mehr originär aus Dijon, sondern ja, gehört eben zu diesem riesigen Konzern. Ich bin zurück aus Dijon. Nach so einem ganzen Tag in der Stadt ehrlicherweise ein bisschen K.O., aber es war so schön. Ich bin echt ein bisschen schockverliebt in Dijon. Also die Stadt hat irgendwie eine ganz schöne Atmosphäre, ganz entspannt irgendwie, ganz nett. Und ich dachte, wer bis jetzt dieses Video geschaut hat, der kann an so einer Mini-Verlosung teilnehmen. Und zwar habe ich hier 6 so kleine Dijon-Senf-Proben gekauft. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Kommentare zu schreiben, ich mag Senf, also gerne auch noch irgendwas anderes zum Video, aber erstmal grundsätzlich, ich mag Senf und zwar bis zum 6. Oktober. Und dann würde ich irgendwie am 6. Oktober mir eine super neutrale, unparteiische, total faire Variante überlegen, wie ich das auslose. Und dann natürlich würde ich gucken, wo ihr wohnt und dann schicke ich euch das zu mit der Post. Ich dachte einfach, das ist vielleicht irgendwie so eine ganz nette Sache und dann habt ihr auch so ein klein bisschen was aus Frankreich. Also einer oder eine von euch kann das total gerne gewinnen. Schreibt es unten rein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz schöne Woche und bis nächsten Sonntag.